Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Spinnaker. Guckt euch das bitte mal an. Spinnaker Spence 300 Automatik. 30 Bar. Miyota ist verbaut. Das 9039er. Super Luminova. Und vieles mehr. Heute erschienen, und jetzt guckt euch doch mal bitte an, wie flach diese Uhr ist. Nein, keine Quarzuhr, Automatik. Da sollen sich andere mal eine Scheibe von abschneiden. Mehr jetzt im Unboxing. So ihr Lieben, hier haben wir die schöne Verpackung. Der Spinnaker Spence 300 Automatik. Kann man gut mitnehmen zum Segeln oder so, wenn man mal ins Meer fährt. Tada! So sieht das Ganze aus. Schön die Uhr. Extra Lederbänzel. Werkzeug, um das Band zu wechseln. Und die Garantiekarte. Hartplastik. Dann die Bedienungsanleitung. Ist schon ein bisschen wellig. Wenn ihr die Fotos in meinem Blog seht, dann wisst ihr warum. Genau. Also alle Einstellmöglichkeiten. Alles vorhanden. So. Dann muss man die gute Uhr hier raus. Ja, hier haben wir das gute Stück. Ja. Schaut es euch mal an. Super, ne? Auch hier mit dem super schmalen Stahlband, ne? Finde ich richtig gut. Und was auch gut ist hier, hört ihr? Ich halte es mal eben noch ans Mikro. Also Spinnaker weiß, was sie tun. Ich habe einige Spinnakers im Bestand. 2018 hatte ich bereits meine erste Spinnaker. Ja. Schöne Fallschließe. Ganz einfach zu öffnen. Ja, hier sieht man die Rückseite. Hat man im Intro-Video ja auch schon gesehen, dann sieht man es ein bisschen besser. Genau. Also, ganz tolle Uhr. Super Luminova. Habt ihr auch schon gesehen. Muss ich die ISO ein bisschen höher drehen. Zeiger lassen sich echt super einstellen. Alles sehr übersichtlich, logisch. Ja. Und sehr leicht, trotz Stahlband, gerade mal 100 Gramm bringt die Uhr auf die Waage. Seht ihr auch noch mal das N, das Uhrwerk, und wie gesagt, guckt euch hier an, wie schön schmal die Uhr ist. Für eine Automatikuhr echt der Knaller. Ja. Wie eingangs erwähnt, Miyota 9039 MIY. Für Miyota. 72 Stunden Gangreserve, 300 Meter bzw. 30 Bar wasserfest. Und Swiss Super Luminova hier überall auf der Lünette, auf den Indizes und auf dem Zeiger. Kann man halt, wie gesagt, sehr gut sehen auf dem Intro-Video. Spinnaker ist ja so ein Spezialist für Taucheruhren im Bereich bis 500 Euro. Gibt es einige Modelle, Croft, Cahill oder Dumas zum Beispiel. Und diese Variante für knapp 600 Euro ist jetzt der neueste Wurf. Ab sofort verfügbar
in verschiedenen Farben und ich habe Indigo Blau und das ist wirklich eine ganz tolle Farbe. Ich mache die Uhr mal um, ist natürlich viel zu groß, so wie sie eingestellt ist, aber dass ihr einfach mal seht, wie sie am Handgelenk aussieht. Schaut mal. Naja, sie sieht halt sehr klein aus, ne? Und da auch das schöne, schmale, filigrane Stahlband, ne? Echt tolle Uhr. Macht mich richtig an. Ich bin ja eh so ein Blau-Fan. Ja. Was sagt ihr denn? Auch gerade zum Anzug oder zum Hemd, ne? Macht sie. Schöne, schicke, schlanke Figur. Und das Armband gefällt mir auch sehr gut. Ja, ich komme sogar so drüber. 19er Handgelenk. Wie die meisten von euch wissen. So, hier das Lederbändel. Das ist so grau-blau. Man sieht es hier sehr schön, das wäre schwarz. Und hier das grau-blau. Passt super zur Uhr. Ja, schließe. Die Stege habe ich schon reingemacht, die sind sonst in einer kleinen Plastiktüte. Wie gesagt, ich musste die Uhr ja schon fotografieren, habe sie gleich drin gelassen. Ja, wie gesagt, Wechselwerkzeug, alles dabei. Ja. So. So, hier der Wecker nochmal am Arm, von vorne gezeigt. Richtig tolle Größe, finde ich. Wirkt überhaupt nicht groß und dann das schmale Edelstahlband. Richtig, richtig toll. Richtig, richtig tolle Uhr. Schaut euch gerne die anderen Farbvarianten an. Alles bei Spinnaker im Shop. Ab heute verfügbar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Bei Fragen gerne Fragen. Ich freue mich unten auf eure Kommentare. Die Links sind auch wie immer unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Macht's gut, ne? Ciao.